Willkommen zurück zu Let's Play Styx, Master of Shadows, und wir müssen jetzt versuchen, hier rauszuschleichen, und dafür sollen wir uns unsichtbar machen, und das war, wenn ich das richtig gesehen habe, X. Ah! Danke! Mit Goldharz in den Adern kannst du dich für eine begrenzte Zeit unsichtbar machen, um unbemerkt am Gegner vorbeizukommen. Du kannst dich so auch leichter aus dem Staub machen, wenn du entdeckt wurdest. Dann probieren wir es mal aus. Hui. So. Oh. Looks like there's something out there. Shit. Ich bin nicht der Goblin, den du suchst. Das ist nicht ungünstig. Okay, wir müssen da hoch und gucken, ob das nicht vielleicht wäre, wenn wir hier oben lang gehen. Oh shit! Oh shit! No! Das war doof! Nee! Ich hoffe, dass... Nein! Die Holzwolle. Sehr schön. Okay. Du hast mich nicht gesehen. Lüg nicht, du hast mich nicht gesehen. Guck mal, also da war einer, der da. Und ich... Viel zu viele Leute. Ich finde das auch immer noch interessant. Dass man sich im Dunkeln verstecken soll. Aber der rechte Arm leuchtet halt wie so ein scheiß Weihnachtsbaum. Guckt euch das an. Wie... ihr könnt doch nicht von mir verlangen, dass ich mich halt Psst. Du hast nix gesehen. Ihr könnt auch nicht denken, nur weil halt ein bisschen dunkel ist, dass ihr diesen scheiß Weihnachtsbaum hier nicht sehen. Irgendwo? Nee. Verdammt. Gut. Okay. Dann klettern wir mal hier hoch. Ich bin glänziges. Ich bin ein bisschen ruhig, ich weiß. Es ist ein bisschen ein ruhigeres Spiel, bin ich der Meinung. Ah, Kanalisation. Hm. War das jetzt schon das Aufbrechen? Ehrlich? Gegner... Leichen gefunden, Medaillons gesammelt. Ja, gut. Ach, hier gab's schon... Na gut. Da nicht, schade. Oberpro, was angeht hier alles und jenes Sammeln. Ja. Oh. How long have you been hiding in the atrium? I stopped counting long ago. Long before coming here. Gives me a headache. So you weren't born near the World Tree with the elves? It's not there that they made you? No. I wasn't born in the Amber Lake. On the other hand, you could say that it was there that I died. Sort of. It goes back a long way. At the time... Don't waste our time, dog.
I imagine in the cesspit where you come from, this cell could pass for an elegant lounge. So let me dispel that misunderstanding. You're not at the embassy of Akanash, and I didn't invite you here for tea and sympathy. You're in prison, and you're going to tell me without any nonsense how you counted on getting your hands on the heart of the tree. Then, the executioner here will take you to the laboratory and store your body in separate jars. On that point, you were right. It is here that you will die. Did I say that? Well, it's very simple. The first part of my plan was to find my bearings in your tower. And the only one who knows every corner of your hovel is the one who built it. The architect. Your old friend Kerberos. But what a great plan. What a pity Kerberos mysteriously disappeared once his work was finished, isn't it? Oh, really? He disappeared? Ah, now that's unlucky, isn't it? But no matter. Because our dear Kerberos did not disappear without signing his work. Apparently, he left the complete plans of the tower somewhere inside the Akanash library. And everything is there for the one who knows how to look. So I said to myself, hey, Rakash, you're gonna move your butt, find that library, and dig us out the secret plans of the atrium. Styx, welcome home. I'm upstairs if you need anything. Ah, danke. Meine. Ja. Wirklich schön. Ja. Ah, Fertigkeiten. Kann ein bisschen schneller laufen. Ja, da sind wir wieder. Irgendwie ist nochmal. Hallo? Nee, jetzt geht's. Irgendwie. Lecker. Ja, wie gesagt, ich musste hier mal ganz kurz unterbrechen. Weil allem Anschein nach ist gerade irgendwie Steam abgeschmiert. Ja. Schlicht und ergreifend. Ja, gut. Oder auch nicht gut. Oder ja nicht gut. Not a bad hideout, Ozcam. It's dripping with just enough moisture to save me from getting parched lips. This might sound strange, but can you remind me how we met? You're right. It does sound strange. You must have taken a nasty blow to the noggin. It's lucky we met. Especially for you. You wanted to know some stuff, and I wanted to recover some stuff. You're good at stealing, I'm good at dealing. It didn't take long to come to an understanding. That's how it works in the bowels. Yeah, it's coming back to me. I think. Listen, I gotta get to the Akanash archives. Any idea of the best way to get there? The library, eh? I can show you the way through the sewers, yeah. But what can someone like you do in there? I know it's none of my business, right? I'm looking for a map of the atrium. I can't always rely on the guidance of a blind old man. The plans, eh? In that case, one of my men, Hector, a copyist, could be your guide in this labyrinth. And how do I find, what's his name? The marks. I'll tell Hector and he'll leave some for you. You just have to follow them. Understood. And while we're on the subject, you know a safe way out of this tower? When I'm done here, I don't plan on hanging around longer than I have to. You want to leave the atrium? You could hop on an airship, but you'd still have to know when one is leaving.
It can be months before the order is given to send one. So, who gives the orders? I don't know, it's paperwork. It's irritating, you understand? I don't like to strain my eyes. But I happen to know that all the signed orders are stored in the transport office. You could forge one to suit your plans. I'll try it. Thanks for the info. Well, I'm off. Oh, wait. If you wanted to thank me, you could maybe bring me back something from the library? Go on. I've heard that a renowned treatise on alchemy is hidden there. The kind of book that's so radical that it was placed under a glass cover. Good. If I find it, I'll bring it back for you. See you later. One last thing. You're the rough and ready type, aren't you? If I were to ask you to eliminate someone for me, would you do it? Quietly, without making waves? You're starting to ask a lot. If I do it, it better be worth it for me. Don't worry, I fully understand that my eternal gratitude will not suffice. Anyway, in the docks, should you cross the path of a labourer called Godbert, make sure he has a little accident. I didn't appreciate it when... Enough with the life story. We do some business, that's fine by me. As long as you pay. See you later. Well, let's go to the embassy for this airship business, and then I'll go to the archives to look for the maps. Ja, im Versteck kann man Fertigkeiten erlernen, indem du deine beim Schwerhalten FP investierst, Fertigkeitenpunkte, dich mit für deine nächsten nützlichen Gegenstände ausrüsten, eine gestohlene Artefakte anziehen, die Mission am Merch, die du bereits abgeschlossen hast, um noch mehr FP zu erhalten. Cool. Ich hab wieder voll. Oh Gott. Solche voll. Sand könnte ich nur mal mitnehmen. Achso, ja, wir haben keine gestohlen. Fertigkeit. Das klingt doch interessant. Jäger. Okay. Ah Gott. Also entscheidet sich hier wieder, was ich alles machen möchte. Heimlichkeit. Dein 6. sind alarmiert dich mit einem Geräusch, wenn dich ein Gegner außerhalb deines Sichtbereichs entdeckt oder ein Armbrustschütze auf dich zielt. Wenn du unsichtbar bist, erzeugst du beim Gehen und Rennen keine Geräusche. Mit schneller Regeneration erhältst du noch unsichtbar in kürzester Zeit die Hälfte des dafür aufgebrauchten Goldharzes wieder zurück. Das ist cool. Du bleibst unbegrenzt Zeit unsichtbar, ohne Goldharz zu verbrauchen, solange du dich nicht bewegst. Ja gut, das nicht bewegen. Geräuscharme Landung eines Goblins macht weniger Lärm, wenn du auf dem Boden auftrittst. Deine Rollenausweichmanöver zum Abwenden von Angriffsschaden sind effektiv, außerdem ist weniger Genauigkeit vonnöten, um einem Angriff auszuweichen. In einem Duell ist weniger Genauigkeit vonnöten, um den Angriff des Gegners zu kontern, zudem ist das Zeitfenster für ein erfolgreiches Parieren größer. Das ist natürlich cool. Du kannst Gegner im Fernkampf nun aus der doppelten Distanz angreifen. Das ist auch gut. Klone. Deine Klone machen sich für kurze Zeit am Gegner zu schaffen, was du deinen Vorteil nutzen kannst, um ihn zu töten oder ungestört weiterzugehen. Für einem Klon sich in einer Kiste oder einem Schrank auf die Lauer zu legen und den nächsten Gegner, der seine Nähe gelangt, zu schnappen und zu töten. Bei Explosion einer Klonrauchbombe breitet sich der Rauch nun doppelt so weit aus. Klonrauchbombe. Wenn du einen Klon kontrollierst, kannst du ihn unsichtbar machen, dabei wird kein Goldharz verbraucht, allerdings ist der Befehl nur einmal pro Klon möglich. Goldharzvision. Aufmerksamerweise, wenn du die Goldharzvision einsetzt, kannst du in der Umgebung leichter Gegenstände identifizieren, die du aufsammeln kannst. Die doppelt so lange einsetzen. Du nimmst die Blickrichtung des Gegners besser wahr, nützlich, wenn du nur seine Silhouette siehst. Das Sichtfeld der Goldharzvision ist noch 40% erhöht. Kennen wir ja schon so, also dieses hier mit dem, ne, das kennen wir ja schon ein bisschen so aus Dishonored. Du kannst einen Lebensrang zusätzlich bei dir tragen. Du lagerst in deinem Versteck stets 3 Figuren mit Säure und kannst dich damit zwischen den Missionen ausrüsten. Säure? Eine Woche dann zusätzlich bei dir tragen, Goldharz zusätzlich bei dir tragen, gut, das ist klar. Du kannst den Gegner aus deiner Deckung heraus töten, sofern er sich nah genug befindet. Du kannst einen Gegner, der sich unterhalb von dir befindet, von oben töten.
Wenn der Gegner töten, während du dich am Rand festhältst und sich das Ziel deines Angriffs genau über dir findet. Okay, cool. Halt einen klassischen Kill etwas weiter von deinem Ziel entfernt als bisher ausführen. Natürlich cool. Jäger kann ich mir nicht angucken. Ich bin mir unsicher. Also das mit den Klonen werde ich glaube ich generell nicht machen, weil das ist nicht so meins. Das finde ich auch nicht so. Nee, ich würde wahrscheinlich eher auf so Geschicklichkeits- und Wendigkeitssachen gehen. Ich bin mir noch unsicher. Ich würde wahrscheinlich das hier erstmal nehmen. Komm, ich rüste mich ein bisschen mit was aus und dann das hier Heiltränke mitnehmen. Mal gucken. So, da kann ich nicht mal einen Heiltrank mitnehmen. Dann würde ich sagen, machen wir auch schon wieder los. Ich war gerade so darin vertieft, erstmal hier alles so ein bisschen besser kennenzulernen. Ist ja auch für mich das erste Mal, dass ich das Spiel hier spiele. Ich habe es mir zwar schon mal angeguckt, ich weiß auch, dass es hier, glaube ich, so ein, zwei Easter Eggs gibt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter mit der Mission. Zone verlassen. Auf ins Akenash Atrium. Oh, krass. Well, according to Ozcan, the transport office is at the center of the embassy. Distinguished diplomats, you will have a surprise invitee at the negotiating table. Ja. Cool. Ach, da oben. Mhm, okay. Kann ich das hier auch irgendwie ausmachen? Mal gucken. Da. Ich muss da hoch? Ach du Hölle. Das laute Töten ist einfach grundsätzlich weitaus zu laut. Und kann ich? Hui! Das wollte ich unbedingt machen. Ich überlege gerade, gehe ich drinnen lang? Aber drinnen lang gehen wäre natürlich, oh Gott. Muss ich aufpassen, dass der mich nicht sieht. Nee, ich glaube, das würde ich lassen. Ja, ich glaube, ich würde, wenn der jetzt dann links rüber geht, würde ich da lang, da hochgehen. Kann ich nicht. Nein! Au! Ja gut. Nee, warte mal. Achso, nee. Oder der sogar. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht sparsam mit meinem... Nein! Aha. Ich hab die falsche Tat. Ich bin so dumm. Gut. Fazit? Ich bin dämlich. Gut. Merken. X. X. Oh, es geht ja wirklich. Oh.
Ah. Ich bin nicht der Goblin, den du suchst. Komm, Scherer dir. Zur Seite. Sehr schön. Oh. Ich sollte warten, bis er wieder rüber geht und dann versuchen ihn zu töten. Ich habe Angst, dass der auf der anderen Seite des Tores mich gleich sieht. Ah, scheiße. Das ist so schön. No fist, no fun! Hi! Hi! Er sieht mich wirklich nicht. Meine Leiche. Und deine Leiche. Hui! Oh. Ich war das nicht. Der war schon vorher weg. Na! Du hast mich nicht gesehen. Oh! Siehst du mich? Du siehst mich nicht. Ich bin der Spider-Goblin. Oh. Ist nicht die beste Idee, da uns zu springen. Bin ich hier am Witzig Snow? So nicht. War ich nicht? Scheiße! Hab ich nicht gesagt. Nein! Oh, ich bin zu schlecht zum geradeauslaufen. Du siehst mich nicht! Du siehst mich! Oh Gott, ich bin... Darüber schaffe ich es doch im Leben nicht! Just try it! Oh Gott! Meine Keime. Och nö. Sabbel nicht. Ah, warte mal, ich brauche. Pass auf, und dreht sich um. War ja irgendwo klar. Und weg mit dir zur Seite. Gut. Ich hätte gehofft, die Wegfindung wird ein bisschen einfacher, aber nö. Gut, ich würde sagen, wir machen an der Folge einen Stellencut, genau, an der Stelle einen Folgencut und sehen uns gleich wieder.